Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Suicide of Rachel Foster. Und so langsam wird es etwas verstörend hier im Timberline Hotel. Der Strom... Ich sehe keinen Hauptschlüssel. Der virtuelle Hauptschlüssel. Coconut. Auch hier liegen Tabletten. Ja, der Hauptschlüssel. Der Strom geht zur Neige. Ach ja, und jetzt können wir uns die Polaroid-Kamera ansehen. Sie aufzuheben. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. Ich hatte genau so einen. Ich frage mich, wem sie gehört hat. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in '82. Mayor Lyndon's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Ja. Ja, das ist aber nur so semi-toll mit der Polaroid-Kamera. Ja, manche Lampen brennen noch, andere nicht. Das ist ein etwas selektiver Stromausfall, oder? Was ist das jetzt für ein Geräusch? Ach, die Lampen knistern. Wir hatten doch irgendwo noch die Bilder sind jetzt schwarz. Die brennt nur noch eine Lampe. Wir hatten doch irgendwo noch eine Taschenlampe gesehen. Die konnten wir aber nicht mitnehmen. Ich glaube, die organisieren wir uns jetzt erstmal. Was sagt die Karte? Arvin hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Okay, wir sind im ersten Stock. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Ja, aber wir suchen erstmal diese... Ui. Ah, jetzt wird's creepy. Wir suchen erstmal diese Taschenlampe. Tür zur Zwischendecke. Ah, ja, genau. Taschenlampe ansehen. Zum Aufziehen. 1.
das hier war die Zwischendecke. Mit Fadenkreuz, wie praktisch. Ja, auf jeden Fall besser als dieses Polaroid-Ding, ne? Melden wir uns mal bei Irving. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? Ja, Platzangst wollen wir uns I jetzt mal don't nicht. remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Die Zwischendecke. Was für eine komische Konstruktion. Ja, und ich bereue gerade, dass wir nicht vor in der Kirche waren. Da kommen wir jetzt wohl nur im Dunkeln hin. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. Alright, yeah, easy. Does it? Ja, er kennt sich hier echt verdammt gut aus. Besser als wir. Und wir sind hier aufgewachsen. Hier ist auch noch ein... so... Hier ist auch noch ein Kabel. Ja, das kennen wir. Da waren wir schon mal. Aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Ich wollte nur mal gucken, wo wir rauskommen. Das war dieses große Gitter im Flur. Was liegt denn hier? Noch so eine Puppe. Also. Ja, aber Zwischendecke, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Also mir scheint das mehr wie so wie eine Fassade. Wo kommen wir hier hin? Oh, den Reiniger können wir uns nicht ansehen. Der ist hochverdächtig. Hier geht's weiter. So schön gemacht hier. Wartet man natürlich hinter jeder Ecke irgendwas. Also ich. Oh, Red Light. Das Kabel müssen richtig. Was ist das hier? Nutzloser Lichtschalter. Wir machen das Gitter auf.
Wo sind wir denn hier? Ach, das ist die andere Seite von diesem... Wieso können wir diesen Electric Room überhaupt nicht aufmachen? Wieso können wir den nicht aufmachen? Verstehe ich nicht. Ist der verplombt von der... Ja, die Wasserwaage. Die sind uns made in Germany, ne? Ja. Schalthebel benutzen. Haben wir sonst noch ein paar spannende Dinge? Wieso rufen wir Erwin nicht an? Er ist doch so vertraut hier mit allem. Ja, wie gesagt, wir sind hier aufgewachsen und er kennt sich hier besser aus als wir. Das ist... Das ist der Shit Screwdriver und es liegt ein Schraubenzieher drin. Ja, das nenne ich mal Ordnung. Also benutzen wir den Schalthebel. Eine Lampe ist angegangen. Lippenstift. Red Doll. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Ein Lippenstift hier? Was für eine Erklärung dafür? Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Wahrscheinlich albern. Das ist gruselig. Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Ja, dann blicken wir mal auf unsere Karte. Wir sind in Tag 4. Wir sind in Tag 4. Gut. Der Tag 3 verging dann aber schnell. Mein Gott, wo bin ich denn hier? Missing? Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Wo haben wir das jetzt abgebrochen? Dadurch, dass ich hier rangezoomt habe. Strangest Graphologist Foster Doubts. The strangest gossip of the month after 10 years. I saw Rachel in the Timberland Hotel. Was steht denn hier alles? Dezember der 23. 8 Uhr. Rachel is still here. Was ist denn das? Rachel's Route. Timberline. Rachel's Body. Sheep Mountain.
Missoula. Official version. Missing. Have you seen this person? Please call Rachel faster. Is she really dead? Was ist das hier? In suicide, we have her last word. 16 years old Rachel Foster has been found dead. About Rachel. Dann war die ja genauso alt wie Nicole, als sie gestorben ist. Corona confirms. She was 9 weeks pregnant. Sie war so schwanger. In der 9. Woche. Im 3. Im 3. Monat. In Wishart Ridge looks like suicide. Shocked buildings. Wo habe ich dieses Wishart Ridge schon mal gelesen? Da steht irgendwas von Wishart Ridge. Ist das eine Art Tal? Ridge? Da versagt leider mein Englisch ein bisschen. Das ist aber so eine Art naturgeografische Beschreibung. Soweit glaube ich, das zu wissen. Wir melden uns nochmal. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. Das möchte ich herausfinden. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir wissen nicht, was wir glauben sollen. I really don't know what to think. It's just that... Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Ich bin ein Fan von euch. Ne, es ist unser Instinkt. Wir müssen nicht Sherlock Holmes spielen. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Ja. Wie gesagt, er kennt sich halt enorm gut aus. Was ist das hier? This is just the beginning, Lucy. Pedophile. Beware. Shutting yourself into your cross. Them between mountains will not protect you. You will pay for what you have done. Ja, das ist ein Drohbrief, ne? Gegen Leonard. Er wird da als Pädophiler bezeichnet. Hier ist der gleiche Brief. Ja, die ESO-Bücher kennen wir ja bereits. Hinweise auf dem Schreibtisch. Was haben wir denn hier alles? Könnte ich mal die 1 haben, bitte? Macht's nicht besser. Kann ich alles wieder wegstecken? Pastor Foster, Lipstick, Leonards Book, Hinweis an der Wand, melden. Habe ich noch mehr?
Wir haben diese astronomischen Karten abgehangen. Haben wir das Zeug vielleicht dahinter gefunden? Unser Bild ist abgehangen. Zauberwürfel. Ja, der wird uns keinen Hinweis geben. Die Tasse auch nicht. Spieluhr. Ja, was war hier mit Poland? Ich habe hier doch mehrere Bücher über Polen gefunden. Sun and Snow. Life and Beyond, ja. Und das hier? Sind wir nicht nah genug dran für, ne? Oh, oder kannst du das wieder nur von dem einen Winkel aus? Ja, von dem Winkel aus. Okkult Anatomie. Was liegt da unten? Socken, Bücher. Na, immerhin haben wir Licht. Ja, wir können uns wegen der Lippenstift Red Doll. Funkelnagel neu. Das Buch kennen wir ja, das haben wir uns angeguckt. Da steht nichts hinten drauf. Das ist der Fahrer. Oh. Geschichte einer Freundin, Artikel über Abschiedsbrief. Rachels Tod. Wo haben wir hier was über einen Abschiedsbrief gelesen? Komm, Frau Mann. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Ach, können wir alles fragen. Dann bin ich ja beruhigt. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Und die Geschichte einer Freundin? In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Artikel über Abschiedsbrief. Geschichte einer Freundin. Jetzt können wir uns die Dinger ansehen. Abschiedsbrief. It shocked the entire building's heart. The principal told us today it felt like a huge weight heavy on our souls. There's a tight-knit community, and after this tragedy hit, everyone was struck pretty hard. We just want everyone to know that you are not alone and you can always find a family in the
Helena High School. Helena High School students say goodbye to Rachel. Haben also ihren Spind geschmückt. Da steht ja nicht, sie wäre ein Abschiedsbrief. Rachel body found looks like suicide. Rachel's death. 29. Dezember 81. Und dann wurde ihre Leiche gefunden, ne? Ist ja schon 3 Wochen vorher gestorben, so, oder wie? The body of Rachel, Sheriff McDonald at suicide, we have her last words. The body of Rachel, daughter of Pester? Keine Ahnung, wie man das ausspricht im Englischen. Salomon Foster was found yesterday late in the evening at Winnish Creek near Sheep Mountain in the Missoula County. The investigators confirm she jumped over a 90 feet ridge over the mountain lake. Das ist ein Abhang dann, Ridge, ne? Said Sheriff McDonald after the events at the Timberlane Hotel and her vanishing. We were all worried about the tragic ending. About Rachel. Rachel is a kind and truly good girl, said Matthew Lawrence, assistant of Pastor Foster. She won't commit a sin like suicide by herself. She must have been overwhelmed by the sense of guilt. Also sie würde keinen Selbstmord begehen. Sie muss übermannt worden sein von dem Gefühl von Schuld. A week ago, on an affair between a teenager and Leonard McGrath, the Timberline Hotel's owner, a former professor of astrophysics, was exposed with great scandal all over the county. The family is in mourning and asks for respect. Das kann man, Bildtext ist da leider nicht zu lesen, ne? War nicht richtig. Coroner confirms she was 9 weeks pregnant. Rachel was 9 weeks pregnant. Doc Brown confirmed to the Daily News Helena. No? She wasn't engaged with anyone, and Pastor Foster affirmed that he did not notice any strange behaviors in Rachel. There's nothing more to say, the MD added. Rachel and Leonard McGrath. Rachel became close to Leonard McGrath during the last months as she spent several hours at him in order to correct her Dyslexia. Was ist denn das, ne? Krankheit? The romantic liaison between the 49-year-old professor and the teenager has been a secret until McGrath's wife Claire Wilson exposed the scandal, eventually fleeing from the hotel with the couple's daughter Nicole a week ago. Rachel Foster, 16 years old. Ja. Hier ist also runtergesprungen, das ist das Bild hier. Geschichte einer Freundin.
The Strangest ist von 91. The Strangest Gossip of the Month after 10 years. Glenda Ferguson. I saw Rachel in Timberline Hotel. The 29-year-old girl from Great Falls claimed she saw Rachel Foster, her schoolmate, suicidal in 1981 in a corridor at the first floor of the Timberlake Hotel. Was hat die da gemacht? But she ran away without saying nothing, Glenda revealed to the Daily Reporters, and said she tried to approach her, but she went away. She also added, I don't know how it's possible, but was definitely Rachel. This is just the last episode of the most famous love and death story in the county. Rachel committed suicide after her affair with Leonard McGrath, 30 years older than the teenager. Na, ich dachte, er wäre 33 Jahre älter. Naja. Was exposed to the public. We tried to speak with Rachel's father, Shepard Foster, but he refused. Someone says that the young girl is still alive. Creepy. Keep follow our monthly update to find out more about the story and more. Ja. Odd Stuff. Geschichte einer Freundin. Und was ist das hier? Ist ja nicht. Ja, aber wo wurde dieser Abschiedsbrief gefunden? Hat sie in der Tasche gehabt oder wie? Hier wegen der Sachen können wir Irwin auch noch anrufen. Dann machen wir das mal. Reverend Foster. Ja. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Ich mag keine Fahrer. Das ist schon befremdlich, das Verhalten von ihm, ne? Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Ja, wir dürfen ihren Vater nicht unterschätzen in der Geschichte. Er hat von ihr immer absolute Perfektion verlangt und ja, und ungewollt schwanger werden ist natürlich weit weg von absoluter Perfektion und natürlich auch den Geflogenheiten in einem Pfarrerhaushalt. Ne? Da rufen wir nochmal an.
Wegen dem Lippenstift. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Nee, da gab's keine anderen Frauen, oder? From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Ja, das Buch. Ja, das haben wir ja schon vorher entdeckt. Rufen wir nochmal an. Buch. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Bis ich weiß, was passiert ist. So lange. Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Und schon sind wir in Tag 5. Das geht ja Schlag auf Schlag. Mal gucken, ob wir wieder unser morgendliches Telefonat mit Irving haben. Was ist denn das? Ein brennendes Auto? Hey, cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Ich hab dich so sehr vermisst. Ja, bist du wirklich? Is it you? For real? Are you real? Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Ich verstehe nicht. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet bee. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Tag 6. Haben wir jetzt den ganzen Tag verschlafen? Oder was ist das für eine Zählweise?
Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sehr scharfsinnig. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me. Holy shit. There it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. Ja, da haben wir nicht groß die Wahl, ne? Zwischen Schweigen und Schweigen. Schweigen wir mal. Was ist am Ende passiert? What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Ja, und auf 117 sind wir auch schon gestoßen. Und in dem Beitrag hieß es ja auch, er hätte etwas an die Tür geklebt, ne? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Schauen wir nochmal hier nach den Beweisstücken. Da hat sich nichts geändert. Verleumdung ist das. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Aber in dem Traum schien, sag ich schon Rachel, in dem Traum schien ihr Vater doch auch ganz nett zu sein irgendwie.
Bloß, dass halt Zigaretten sind viel zu groß. Bloß, dass er halt Rachel und nicht Nicole gesagt hat. Ja, wir können jetzt natürlich zu 117 gehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Dinge müssten sich ändern, aber tun es wohl nicht. Gott sei Dank. Tun sie das nicht. Ja, so, jetzt genau in der Mitte. Gott sei Dank tun sie das nicht. Na, aber wir haben ja noch ein bisschen Spiel vor uns, ne? Das ist 117. Was war das für ein Geräusch? Was sagt unsere Karte? Auf dem Band erwähnten die Gasjäger Zimmer 117, da würde ich gerne mal hin, aber wo ist es? Ja, wir wissen, wo es ist. Ups, bisschen zu eng die Kurve genommen. Aber wir gehen zuerst mal woanders hin. Schauen uns mal die Kirche an. Wie kommen wir da überhaupt hin? Main Floor? Kann man damit... Das Basement sind wir da irgendwie hingekommen, ne? Gut, unsere Inventarliste. Da ist der Lippenstift durchgestrichen. Der war mal kurz da drauf. Unsere Inventarliste gibt jetzt ja, mal frisch gestrichen, ne? Ist doch direkt wieder... Wäre es doch direkt wieder nett hier. Unsere Mentalliste berücksichtigt jetzt nicht. Haben wir das überhaupt noch? Ja, wir haben noch die Taschenlampe und wir haben auch noch die Polaroid-Kamera. Und irgendwie kommen wir in den Keller. Hier rechts, ne? Ja, hier rechts. Da geht's. Das ist der Locker Room. Ja, hier brennt Licht. Wir gehen mal in die Kirche. Also das wollte ich nicht unbedingt im Dunkeln machen. Ich meine... Oh je. Ich meine, diese Kirche... Ach, das ist Jesus... Ich würde es spontan für ein Kreuz halten. Diese Kirche wird ja nicht der Korintherbrief von Paulus, ne?
Die Gründerbriefe. Die Kirche wird ja nicht gebaut worden sein für die Touristen oder so, sondern die wird ja einen anderen Grund hier haben. Und das Hotel ist dann einfach nur daneben entstanden. Aber schon interessant, dass es da eine unendliche Verbindung gibt. Schlafsack. Hier hat jemand übernachtet. 2 Leute haben hier übernachtet. Anscheinend auch was gegessen. Notenblätter. Cantus steht dort drüber. Gesang. Das wirkt ja recht alt, ne? Kann ich leider nichts mit anfangen. Wir haben noch mehr Notenblätter. Salve Pater Salvatoris. Salvatoris. Ja. Auch ein Kirchenlied. Ja, haben die hier übernachtet und Kirchenlieder gesungen? Da oben haben wir nochmal Jesus. In Form eines Kreuzes. Da können wir leider auch nur rausgucken. Eine Flasche. Ja, die Flaschen kennen wir ja schon. Die sind so ähnlich wie die Schwämme und Reinigungsmittel. Noch eine Flasche. Wasserflaschen, ne? Würde ich mal sagen. Mülleimer oder die Kirche scheint noch nicht mehr benutzt worden zu sein. Ein alter Kupferstich oder sowas. Und ein Klavier. Ja, eine sehr einfache Kirche, sehr ländlich. Ja, dann haben wir die Kirche auch mal bei Tageslicht gesehen. Irgendwas sagt mir, dass wir hier auch noch mal im Dunkeln hin müssen. Hier liegt noch was. So noch ein paar Bänke. Ja. Wer hat diese Kirche gebaut? Die ist vermutlich älter als das Hotel. Überall Schalter, aber können wir leider nichts mitmachen. Ja, klingt es nicht so vertrauenserweckend, aber es ist wahrscheinlich schon alles hier um die Ohren fliegen. Der ganze Kram. Oh Mann, dass man hier überall rund gehen kann. Gucken wir mal in die Garage. Ich drücke mich ein bisschen davor, Zimmer 117 mir anzugucken. Mein Auto. Wir öffnen jetzt mal das Garagentor und dann sind wir weg hier. Oh, aber dieser Trottel von Anwalt könnte mal langsam aufkreuzen, ne? Wir können Moms Auto angucken. Also angucken kommt man schon vor. Wir können uns bei Urban I can have Mom's car taken away? Sure. We'll send up a tow truck. What's it still doing there? Ja, wir wollen es ja erfahren, deswegen müssen wir drüber reden, ne?
sie ist nicht We mehr left selbst. with Uncle Henry, so the car stayed here. She must have been furious. Yeah, but she took her keys with her. In fact, they're somewhere in Portland. I see. Anyway, at the time it was a real clunker. Now it's vintage, I'd say. Cool. Cool. Ja, wir sind also damals ohne Auto hier weg. Die Wasserwaage. Also wir haben bereits 2 Wasserwagen gefunden. Achso, stimmt, da steht ja der Krimskrams, da kommen wir nicht so einfach rein. Wir haben 2 Wasserwagen gefunden und ich möchte raten, wir brauchen nicht eine davon. Oh, wir können dann das Motorrad anschauen. Found anything interesting? Leonard's motorcycle is one of those things that I should maybe take before the sale. Oh, I love bikes. What's the make? It's a Sioux 400 single-cylinder 2-stroke. Wow. You seem to know what you're talking about. Leonard and I took it apart and put it back together like 200 times, I think. You should keep it as a keepsake. I spent the last 10 years trying to eliminate every possible memory, and now I'm supposed to keep one that even requires me paying insurance? Well, doesn't sound so bad. Insurance on memories. I think I'll sell it to some collector. Well, if you want, I know a few in Livingston. Oh, thanks. No sweat. Ich bin weg oder ich bin weg. Ich bin immer weg. I'm going. Later. Ja, der Tank enthält dann keine 20 Liter. Ja gut, den konnten wir uns ja schon unter einem bestimmten Winkel konnten wir den uns ja ansehen. Hier, wo geht's denn eigentlich hier hin? Da gibt es ja auch noch was zu sehen. Hunting made easy. Pilze suchen. Was ist denn das hier? Das Hexenfeuer des Hotels. Das ist das Kaminzimmer, ne? Das hier ist dann das Raucherzimmer. High Energy Astrophysics. Das ist wieder Poland. Bio-Own-Boss. Internet Search. Ja, das war natürlich da. Gab es damals Bücher drüber. Hier haben wir die nochmal Wölfe. Keine Ahnung, ist das ein Habicht? Oh, das Bild haben wir doch schon mal. Zur Hollywood Tower Hotel. Habe ich schon mal gesehen, aber kann ich jetzt nicht zu sagen. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Ja. Das hat damals wohl Wellen geschlagen im ganzen Land. So einen Fisch hatte ich auch mal, der fing an, Musik zu machen oder zu singen, genau, zu singen, wenn man in seine Nähe kam. Mein Gott, was sind das hier alles für Gänge?
Da hinten ist das. Ist der Ballroom und hier ist. Ach, da sind wir rausgekommen. Okay. Was ist denn hier? Die Männertoilette. Ja, sieht aus wie eine reputierliche Toilette halt in Rot. Sehr rot. Noch mehr Toilette ohne Toilettendeckel. Ja, die hat eine hier, das ist ein Vandalismus. Da fällt mir ein, ich habe vor einiger Zeit mal dieses Spiel, wie hieß das noch? Lucid Dreams? Ne? Wachträume? Habe ich mal angespielt. Da passierte das Schlimmste auch immer auf der Toilette, aber ja, ich glaube nicht, also ich habe mich eigentlich dagegen entschieden, das hier auf dem Kanal mal zu zeigen, das Spiel. Das, ja. Wobei ein paar schöne Ideen waren drin, muss ich sagen. Also aha, unser Shortcut. Jetzt kommen wir zur Frauentoilette. Did you think about the identikit? Uh-huh. And? Wie Tom Cruise, ein wenig wie Kevin Costner, wie Robert De Niro. Was soll denn das jetzt sein? Das Verhandlungsbild? I imagine you kind of like Tom Cruise. Sexy smile and athletic build? More like short and immature. Shucks. Your turn now. I'd say a mix between Cruella de Vil, the Wicked Witch of the East, and Sigourney Weaver. What a jerk. Why? Savvy in business, dominating with men, and courageous beyond measure. Huh. Well, when you say it like that. Instead, about your looks, Go ahead. I'm curious. you're like no other. But you've never seen me. Actually, I have the 82 school yearbook, and you're in it too. Oh, God. With that hair. So embarrassing. I meant beautiful like no other. Irving, I... Oh, all right. I'm out of here. Okay. Ja. Aber wir stalken uns ein bisschen, ne? Wir stalken die Frauentoiletten. Auf der Frauentoilette gibt es kein Toilettenpapier. Oder? Ja, das ist hinter der Tür. Toilettenpapier ist da. Vollständig da. Vandalismus, aber Toilettenpapier vorhanden. Mach Tür auf. Habe ich mich noch gar nicht richtig dran gewöhnt, dass wir diese Lampe haben. Tür auf. Auch hier Toilettenpapier vorschriftsmäßig da. Das ist auch ein bisschen skurril, ne, dass nach all der Zeit das Toilettenpapier noch da ist. So, und hier, achso. Mach die Tür mal auf. Ui. Jesus. Und Toilettenpapier. Jesus ansehen. Ein einfaches Metallkreuz, ne? Spiegelt ein bisschen. Ja, für Silber ist das wohl zu groß. Ja, einfach irgendwie Edelstahl oder so, ne? Weil es ja noch so reflektiert. Aber auf der Toilette Metallkreuz. Strange. Sehr merkwürdig. Da gehen wir jetzt nicht durch.
das? Das jetzt für ein Geräusch? Ich fange jetzt an, mich hier umzudrehen, ne? Wieso geht die nicht schneller? Ach, das haben wir beinahe übersehen. Hier ist noch so ein Raum. Hunting easy. Fishing easy. Hier ist eine Lampe. Das ist noch ein Buch über Polen. Sun and Snow, das hatte ich auch schon mal gesehen, das Buch. Das liegt jetzt oben am Bett, das Sun and Snow Buch, ne? So ein Elchgeweih. Ist ja schon irgendwie beängstigend. Hier haben wir unser Diorama. Ne, sagt man Diorama, ne? Und ja, unser Bergwandermuseum. Und wir gehen jetzt mal hoch zu Zimmer 117. Guck mal, welches Geheimnis es da zu lüften gibt. Zimmer 117. Wir kommen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und bis dahin. Tschüss.